Hallo, da ist Merlin. Wir schauen uns heute eine Technik zur Gesangsproduktion an und die nennt sich Comping. Ich werde dir erklären, was Comping ist, wie das in Logic umgesetzt wird, was ein Comp-Sheet ist, ein Exkurs zu Crossfades, also Übergängen und ein bisschen was über den Umgang mit Atemgeräuschen. Gut, also was ist Comping? Ich erkläre das einmal von vorne. Es gibt aus meiner Sicht drei Möglichkeiten, eine Gesangsspur aufzunehmen. Entweder erste Möglichkeit, ich drücke auf Aufnahme, singe das ein, drücke auf Stopp und horche es mir an. Und wenn es passt, dann gehört es mir. Wenn es nicht passt, lösche es und nehme alles wieder von vorne auf. Der Nachteil liegt auf der Hand, wenn ich Teile habe, die gut sind und Teile, die schlecht sind, dann ist alles weg. Dann muss ich wieder alles von vorne anfangen und ich weiß nicht, ob beim nächsten Mal der erste Teil wieder so gut ist wie beim ersten Mal zum Beispiel. Die zweite Möglichkeit ist aufzunehmen und die Teile neu aufzunehmen und zu überschreiben, die nicht gut sind. Die guten Teile halte ich mir. Natürlich muss ich dann gleich entscheiden, was ist gut und was ist nicht gut und oft ist das nicht so einfach. Ich brauche manchmal ein bisschen einen Abstand davon, damit ich das objektiv anhören kann. Die dritte Möglichkeit ist, wie gesagt, Comping. Comping bedeutet, ich nehme mehrere Takes auf, also 5 bis 10 Wiederholungen und aus den besten Teilen schneide ich mir meinen fertigen Part zusammen. Beim Comping gibt es jedoch was man beachten muss, worauf man aufpassen muss. Du solltest nicht deine ganzen 10 Takes zum Beispiel hintereinander aufnehmen, ohne zwischendurch mal anzuhören. Weil du während dem Singen auch nicht beurteilen kannst, wie das auf einen anderen wirkt. Du hast immer die Eigenperspektive und der ist immer anders als eine Perspektive von außen. Also würde ich empfehlen, mal 5 Takes zu machen, die durchzuhören und dann die restlichen 5 Takes zu machen. Vielleicht mit Variationen, mit Veränderungen. Später kannst du dann aus diesen Sachen auswählen, was dir am besten in der Rolle des Zuhörers oder der Zuhörerin gefällt. Jetzt steige ich mit dir in Logic ein und sage dir, wie das dort umgesetzt wird. So, wir sehen da jetzt Logic Pro. Und Logic Pro hat nach den 10 Aufnahmen, die ich gemacht habe, alle Aufnahmen in einem Take-Ordner organisiert. Ich kann die einzelnen Takes durchklicken, durchhören. Das ist das Comp-Tool, das ich da habe, Comp-Werkzeug. Das erkennt man daran, dass diese 3 Punkte aktiv sind. Ich kann die Aufnahmen durchhören, umschalten, aber ich kann auch Folgendes machen. Ich mache das einmal größer mit der Zoom-Funktion. Dann sehe ich besser. Ich kann einmal von der ersten Passage nur diesen Teil markieren. Ich spiele es kurz vor. Looking at this endless street. Ich habe also meinen 10. Take vorgespielt. Ich kann da den Abschnitt markieren. Dann spielt er mir die erste Aufnahme vor. Looking at this endless street. Wenn ich dann umschalte, schaltet er nur den Bereich um. Ich kann die zweite Aufnahme anhören. Looking at this endless street. Der nächste Schritt ist ein Comp-Sheet zu erstellen und das hilft mir dann, den Überblick dabei nicht zu verlieren. Es schaut so aus, ich mache eine Tabelle mit jeder Textzeile und daneben so viele Spalten, wie ich Takes aufgenommen habe. Dann höre ich mir jeden Take im Kontext von der Musik an und markiere, wie gut mir die jeweilige Version gefällt. Am Ende, nachdem ich es 10 Mal durchgehört habe, schaut es dann so aus. Was ich davon behalte, kriegt der Hackerl, was ich schlecht finde, kriegt er X und wo ich unschlüssig bin, mache ich eine Tilde. Das Schwierigste dabei ist zu entscheiden, was eigentlich gut ist und was nicht. Weiter geht's dann mit dem Comp-Tool in Logic.
Ich gehe dann so vor, dass ich alle vielversprechenden Aufnahmen, die ich schon auf meinem Comp-Sheet markiert habe, noch einmal durchgehe und dann zusammenschneide, was mir am besten gefällt. Auf was her genau? Nicht als erstes auf die Tonhöhe oder ob das Timing richtig ist, sondern eher auf den emotionalen Ausdruck. Der Gesang ist das Erste, was der Zuhörer hört, und das soll stimmen. Ich kann die Tonhöhe später korrigieren, ich kann auch Timing-Probleme korrigieren, aber diesen Ausdruck in der Stimme und in der Performance, den kann ich nicht korrigieren, und nach dem richte ich mich. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe alle Takes so geschnitten und ausgewählt, dass sie mir gefallen. Und worauf ich besonders geachtet habe, sind die Übergänge. Logic macht automatisch zwischen den einzelnen Abschnitten, zwischen den verschiedenen Takes, Crossfade, also Überblendung, damit keine Klicks auftreten. Also Klickgeräusche können auftreten, wenn zum Beispiel, schauen wir da mal rein, da sieht man Wellentäler, Wellenberge. Wenn ich einen Schnitt mache in einem Wellental oder in einem Wellenberg, ich muss die Schnitte bei 0 machen. Wenn ich da einen Schnitt mache, dann höre ich Klicken. Das entsteht dadurch, dass die Wellenformen die Bewegung vom Lautsprecherkonus sind, und wenn ich dann mittendrin das abschneide, dann springt der Lautsprecher zurück auf die Nullstellung und dadurch entsteht dieses Klicken. Das wird durch eine Überblendung verhindert. Worauf du unbedingt noch achten solltest, sind Atemgeräusche. Oft werden Atemgeräusche rausgeschnitten. In dem Lied möchte ich gern die Atemgeräusche drin haben, weil sie dazu passen und weil sie nicht störend sind, sondern eher was zur Atmosphäre vom Lied beitragen. Ich kann auch die Atemgeräusche versehentlich abschneiden oder ich habe doppelte Atemgeräusche drin und das klingt dann extrem eigenartig. Also auf das muss ich dann gut aufpassen. Machen wir da mal rein. Ja, da war das Atemgeräusch da drin, das war vorher, und da geht dann die Stimme los. We will meet. I want to feel your hand again. I feel to. Ja, da habe ich vorher geschnitten und der Atmer ist da drinnen. Aber es passt auch gut. Was wir noch später mit der Stimme weitermachen, das zeige ich in einem anderen Video. Das sind eventuell noch, wenn notwendig, Tonhöhenkorrekturen und Timing-Korrekturen. Und zusätzlich möchte ich im zweiten Teil vom Vers einen Hall-Effekt machen mit einem Reverse, also umgekehrten Hall. Das zeige ich euch nochmal in einem extra Video.